1815 stürzte der Ausbruch des Vulkans Tambora Teile der Welt in Dunkelheit und markierte eine düstere Periode, bekannt unter dem Namen Das Jahr ohne Sommer. Als Mary und Percy Shelley im Haus von Lord Byron am Genfer See eintrafen, verbrachten sie ihren Urlaub hauptsächlich drinnen. Zur Belustigung schlug Byron seinen literarischen Weggefährten eine Herausforderung vor. Wer kann die schauerlichste Geistergeschichte schreiben? Das brachte die 18-jährige Mary auf eine Idee. In den nächsten Monaten erfand sie die Geschichte von Frankenstein. Volkstümliche Darstellungen beschwören oft eine grüne, stöhnende Gestalt herauf. Doch das war nicht Mary Shelleys Monster. Im Buch bezieht sich Frankenstein auf den Schöpfer des namenlosen Monsters, Dr. Viktor Frankenstein. Der Kampf zwischen Schöpfer und Geschöpf ist so intensiv, dass die beiden in unserer kollektiven Vorstellung miteinander verschmelzen. Bevor man den Originaltext zum ersten Mal oder erneut liest, sollte man zunächst ein paar wichtige Dinge über Frankenstein wissen und darüber, wie es zu den unterschiedlichen Bedeutungen kam. Das Buch zeichnet Dr. Frankensteins vergebliches Streben nach, Leben zu schaffen und zu erhalten. Er konstruiert sein Monster Stück für Stück aus toter Materie und elektrisiert es zu einem Wesen mit Bewusstsein. Doch nach Beendigung des Experiments ist er entsetzt über das Ergebnis und flieht. Aber Zeit und Raum sind nicht groß genug, um das verstoßene Monster zu vertreiben, und die Handlung artet in eine intensive Verfolgungsjagd zwischen den beiden aus. Shelley gab ihrer Geistergeschichte den Untertitel »Der moderne Prometheus«. Eine Anspielung auf den griechischen Mythos des Titanen Prometheus, der den Göttern das Feuer stahl und es den Menschen gab. Dadurch erhielt die Menschheit Wissen und Macht. Doch für seine Manipulationen des Status quo wurde Prometheus an einen Felsen gekettet und ein Adler nährte sich von seiner Leber in alle Ewigkeit. In der Literatur der Romantik des 18. Jahrhunderts erfuhr Prometheus eine Renaissance. Mary war eine bekannte Romantikerin und teilte die Wertschätzung der Bewegung für die Natur, Emotionen und die Reinheit der Kunst. 2 Jahre nachdem Mary Frankenstein veröffentlicht hatte, interpretierte Percy das Schicksal des Prometheus in seinem lyrischen Drama »Der entfesselte Prometheus« neu. Die Romantiker nutzten diese mythischen Bezüge, um die Reinheit der antiken Welt im Kontrast zur Moderne aufzuzeigen. Sie betrachteten die Wissenschaft in der Regel mit Argwohn. Und Frankenstein ist eine der ersten warnenden Erzählungen über künstliche Intelligenz. Für Shelley war der Horror nicht übernatürlich, sondern in einem Labor entstanden. Darüber hinaus ist der Text von gotischen Elementen durchzogen. Das Genre der Schauerliteratur zeichnet sich durch Unbehagen, unheimliche Schauplätze, das Groteske und die Angst vor dem Vergessen aus. Alles Elemente, die auch in Frankenstein zu finden sind. Aber dieser Horror hatte auch Wurzeln in einem persönlichen Trauma. Der Text ist voller Bezüge zu Shelleys eigenen Lebensumständen. Mary wurde 1797 als Kind von William Godwin und Mary Wollstonecraft geboren. Beide waren radikale Intellektuelle. Und das Buch ihrer Mutter, Verteidigung der Rechte der Frau, ist ein wichtiger feministischer Text. Tragischerweise starb sie an den Komplikationen bei Marys Geburt. Mary wurde vom Tod ihrer Mutter heimgesucht und hatte später selbst Probleme bei Geburten. Nachdem sie mit 16 mit Percy durchgebrannt war, wurde sie schwanger. Aber das Kind starb kurz nach der Geburt. Nach 4 weiteren Schwangerschaften überlebte nur eines der Kinder. Einige Kritiker brachten diese Tragödie mit den Themen aus Frankenstein in Verbindung. Shelley schildert die Geburt sowohl als schöpferisch als auch zerstörerisch. Und das Monster wird zu einem entstellten Spiegel des natürlichen Lebenszyklus. Es verkörpert also Dr. Frankensteins Korruption der Natur in seinem Streben nach Ruhm. Das ist sein fataler Makel, seine Hamartie. Sein Gottkomplex wird am deutlichsten in der Zeile »Leben und Tod erschienen mir als ideale Grenzen, die ich zuerst durchbrechen sollte, um einen Strom von Licht in unsere dunkle Welt zu gießen.« Obwohl er etwas Ehrfurchtgebietendes vollbringt, spielt er auf seine eigenen ethischen Kosten mit dem Feuer. Diese Entscheidung zieht sich durch den gesamten Roman, der voller Verweise auf Feuer und eine Bilderwelt ist, in der Licht und Dunkelheit kontrastieren. Diese Momente deuten nicht nur auf den Funken von Prometheus Feuer hin, sondern auch auf die Macht radikaler Ideen, dunkle Bereiche des Lebens zu enthüllen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. So verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.